Wenn man in Kuala Lumpur ist, dann darf natürlich ein Besuch der berühmten Petronas Twin Towers nicht fehlen. Und auch in Brickfields, dem Little India von KL, sind wir bislang noch nicht gewesen. Zeit also für weiteres Touri-Programm. Aber zuerst gibt's Frühstück. Let's go! Indische Kultur trifft man in Kuala Lumpur an jeder Ecke. Besonderer Hotspot sind natürlich die berühmten Batu Caves, wo wir 2020 auch bereits waren, aber auch Brickfields. Die im Westen der Stadt gelegene Neighborhood ist auch bekannt als das Little India von Kuala Lumpur. Auch der Bahnhof KL Zentral befindet sich hier. Bis auf diesen sind wir hier in der Gegend aber noch gar nicht gewesen. Eine gute Gelegenheit, das mal nachzuholen.
Junge, was für eine Soundkulisse. Das muss man schon mögen. Und dabei war dieses Key India eigentlich nur eine Straße, in der sich aber alles geballt hat. Aber gut, hat man das halt auch mal gesehen. Und somit, Freunde, war es das aus Kuala Lumpur, zumindest für dieses Mal. War doch echt nice, mal wieder hier zu sein. Alles noch sehr gewohnt und vertraut hier. Was sich so verändert hat, ich würde sagen, an sich gar nicht so viel. Oder es fällt bei dieser oberflächlichen Betrachtung einfach nicht so stark auf. Was aber auffällt, das ist der PNB 118. Damals vom Balkon noch auf die Baustelle geschaut, so ist dieser mittlerweile fertiggestellt und dominiert halt jetzt die Skyline und das Stadtbild von KL. Aber ist nach dem Burj Khalifa in Dubai ja mittlerweile auch das zweithöchste Gebäude der Welt. Natürlich ist auch hier alles teurer geworden, aber wenn wir von teurer reden, dann so von ca. 2 bis maximal 8 Euro für lokales Essen oder 2 bis 3 Euro für eine Stadttaxifahrt, also durchaus zu verkraften. Der Vibe in den Straßen dagegen ist noch ähnlich wie 2020. Für eine Metropole ist Kuala Lumpur nach wie vor eine sehr entspannte Stadt. Nicht zu vergleichen mit Bangkok oder Jakarta und auch wesentlich familienfreundlicher als diese beiden genannten Städte. Besonders wichtig übrigens beim Reisen mit Kindern, es muss immer, aber wirklich immer Essen zur Verfügung stehen. Also nichts mit, wir ziehen mal los und schauen, wo wir was Geiles finden, so wie man das früher halt gemacht hat. Nein, Toastbrot und Scheiblettenkäse. Wir retten damit unter nicht nur den Morgen, sondern präventiv auch den kompletten Tag. Und jetzt, nach fast einer Woche hier in KL, steht dann auch unsere Weiterreise an. Wohin es als nächstes geht? Let's find out.